Guten Tag, ich zeige Ihnen heute, wie Sie mit unserer Lösung MES-CAD Public Solutions in SAP Digital Manufacturing Schneid- und Spaltprozesse rückmelden können. Ja, und zwar zeige ich das am Beispiel von einem Rollenschneider. Und die Grundlage für so einen Schneid- oder Spaltprozess ist ja in der Regel eine Messerstellung. Die kommt entweder aus einer Verschnittoptimierungssoftware oder aus der Planung oder kann auch manuell angelegt werden. Von dort wird sie dann in der Cloud abgelegt und hier kann ich sie mit unserem Pattern Cockpit zum Beispiel ansehen oder auch ändern. Wir gehen jetzt mal zu unserem Rollenschneider und schauen, welche Messerstellung es hier gibt. Ich sehe, wir haben hier 4 Messerstellungen, die so gut wie abgearbeitet teilweise sind oder noch nicht begonnen sind. Sprich, wir sehen hier, wie viele Sets wurden bereits produziert, wie viel Menge wurde bereits produziert zu den einzelnen Messerstellungen. Ich sehe auch die Breite der Messerstellung und ich sehe auch die verschiedenen Positionen der Messerstellung. Zum Beispiel haben wir hier 4 verschiedene Positionen und hier bei den anderen haben wir 3 verschiedene Positionen mit jeweils 740 Millimetern. In dem Fall zum Beispiel mit dem Fertigungsauftrag 100-3521. Ja, ich kann auch reingehen in diese Messerstellung und kann dann hier nochmal die Details anschauen oder kann auch Änderungen vornehmen, zum Beispiel eine Ausschussbahn einfügen oder hier die Bahnen tauschen oder eine zusätzliche Bahn einführen. Ja, und soweit haben wir unsere Messerstellung gesehen. Jetzt gehen wir mal zum Rückmelden dieser Messerstellung. Dazu gehe ich an den Arbeitsplatz im SAP Digital Manufacturing und wir haben hier einen eigenen Arbeitsplatz zum Schneiden für den Rollenschneider. Das ist unser Winder POD und den öffne ich hier mal. Und der erste Schritt, den ich jetzt mache, sobald ich meinen Fertigungsauftrag ausgewählt habe. Der erste Schritt ist, dass ich auch die Messerstellung auswähle. Dazu gehe ich auf unser Plugin Slitting Patterns, bekomme hier die Messerstellungen angezeigt, in denen unser aktivierter Auftrag enthalten ist und kann hier die richtige Messerstellung aktivieren. Das ist an dieser Stelle schon passiert. Hier ist unsere Messerstellung 7.3 aktiv. Ich sehe hier auch nochmal die einzelnen Positionen zur Messerstellung und kann, nachdem ich nun die Messerstellung aktiviert habe, mit dem Rückmelden weitermachen. Dazu gehe ich auf das Set-Plugin. Im Set-Plugin habe ich hier nochmal eine detaillierte Darstellung der Messerstellung und wir sehen auch hier, dass wir ein bisschen Randbeschnitt haben. Das kommt daher, dass unsere Einhangrolle ein bisschen breiter ist als das, was wir im Aushang produzieren. Zum Einhang gehe ich im anderen Video nochmal ein. Wir haben ein Plugin, das den Einhang als digitalen Zwilling im System darstellt. Das brauchen wir zum Beispiel auch für die Rückverfolgbarkeit. Aber jetzt wollen wir einfach mal nur unsere Messerstellung rückmelden. Und das erste, was ich da tue, ist, dass ich Shopfloor Control Numbers erzeuge für diese Produktion. Das heißt, jede produzierte Rolle bekommt ihre eigene SFC-Nummer. Die sehen wir dann auch hier. Und das nächste, was ich mache, ist, dass ich die produzierte Menge angebe. Ich sage jetzt einfach mal, wir haben hier 2000 Meter produziert. Und dann kann ich hier auf Submit Quantity klicken und in dem Moment werden die produzierten Rollen an das ERP-System zurückgemeldet. Das heißt, jetzt wird automatisch der Wareneingang gebucht, es werden die Chargen angelegt, Chargenmerkmale entsprechend gepflegt, Länge 2000 Meter zum Beispiel, Breite 740 mm, pflegen als Chargenmerkmale und wir erzeugen jeweils Gutmengenrückmeldungen. Und so einfach haben wir eine Messerstellung im SAP Digital Manufacturing rückgemeldet.